2. Sieht ein Spaziergang mit deiner Ziege auch so aus? Wie Seilziehen anstatt einem harmonischen Miteinander? Das muss nicht sein. Mit gezieltem Führtraining kannst du deiner Ziege lernen, auf deine Körpersprache zu achten und dich zu respektieren. Du brauchst sie nicht herumzuziehen, ihr versteht euch besser und generell macht die Arbeit mit ihr einfach viel mehr Spaß. Als erstes sei gesagt, dass ich meine Ziegen eigentlich nur am Halfter führe und nicht am Halsband. Denn am Halfter kann ich sie viel feiner führen, kann viel schneller reagieren und es kommt nicht zu einem Gezerre. Am Halsband führen ist sozusagen die fortgeschrittene Variante und das mache ich erst, wenn sie perfekt auf meine Körpersprache achten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Ziegen ans Halfter zu gewöhnen, denn das Halfter finden sie am Anfang immer ziemlich doof. Die nachhaltigste Variante ist mit der positiven Verstärkung, wie hier gezeigt mit Elvis. Die Ziege lernt, dass sie sich eine Belohnung verdienen kann, wenn sie mit der Nase durch das Halfter schlüpft. Das Schöne an dieser Variante ist, dass sie komplett freiwillig ist. Das heißt, das Tier wird zu nichts gezwungen und kann selbst entscheiden, ob es mitmachen möchte oder nicht. Natürlich wollen sie das meistens, weil sie ja sehr clevere und verfressene Tiere sind. Durch diese Freiwilligkeit ist es aber dann auch, wenn man sie mal so weit hat, viel nachhaltiger. Sie verbinden dann wirklich das Halfter mit etwas Positivem, etwas Schönem, mit Futter. Und sie werden deshalb das Halfter in Zukunft freiwillig suchen. Das braucht am Anfang natürlich ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Am Anfang belohne ich die Ziege einfach nur, wenn sie schon nur ihren Kopf irgendwie in die Nähe des Halfters hält und dann später eigentlich nur noch, wenn sie mit der Nase durch das Halfter schlüpft. Wichtig ist, dass man die Einheiten immer kurz hält und sobald das Tier etwas besonders gut gemacht hat, so wie jetzt vorhin die Nase durchs Halfter gesteckt, sofort abbrechen, Pause machen, etwas anderes machen und den Kopf durchlüften. Bei positiver Verstärkung ist es wichtig, dem Tier genügend Zeit zum Nachdenken zu geben. Also dass es sich wirklich bewusst werden kann, was es gerade gemacht hat und wofür es sein Futter bekommen hat. Wer etwas weniger Geduld hat, kann die Ziegen auch mit Desensibilisierung ans Halfter gewöhnen. Das zeigt Benz hier eigentlich ganz schön. Also ich ziehe ihm einfach das Halfter über, lasse ihn das kurz aushalten und entferne dann das Unangenehme wieder. Und hier dann auch wieder die positive Verstärkung, also er bekommt dann auch noch was zu essen dafür. Dieses An- und Ausziehen des Halfters wiederhole ich dann immer und immer wieder. Und ich mache das immer so lange, bis er dabei ruhig ist. Sobald er ruhig ist, nehme ich den Druck, also in dem Fall das Halfter, wieder weg und belohne ihn. Ist er unruhig oder schlägt mit dem Kopf zum Beispiel, bleibe ich einfach so lange mit dem Halfter dran, bis er sich beruhigt und dann nehme ich es wieder weg. Wenn das An- und Abziehen des Halfters soweit akzeptiert wird, kannst du das Halfter auch einfach mal eine Weile auf der Weide drauf lassen, sodass sich die Ziege daran gewöhnt. Hier habe ich auch gleich noch ein bisschen Desensibilisierung mit dem Seil auf den Hörnern gemacht und mit den Händen über den Augen. Das sind so Triggerpunkte, wo Ziegen immer sehr gerne anfangen, dann aggressiv zu werden und das übe ich auch immer bei jeder Gelegenheit. Sobald er da ruhig ist und sich nicht aufregt, kommt der Druck, in dem Fall das Seil auf den Hörnern, wieder weg. Auch beim Ausziehen des Halfters immer darauf achten, dass die Ziege ruhig bleibt und nicht irgendwie mit den Hörnern schlägt. Wenn man das An- und Ausziehen des Halfters so übt wie hier, bitte aufpassen, denn
ich habe hier meinen Kopf sehr in der Nähe von seinen Hörnern und ich würde das jetzt nicht machen, wenn ich ihn nicht sehr gut kennen würde und wüsste, wie er sich ungefähr verhalten wird. Das ist ein bisschen eine gefährliche Position so. Also deine Sicherheit geht immer vor. Ich füttere ihn hier übrigens immer von mir weg, weil er halt sehr hyperaktiv ist und sehr gerne mich dann auch bedrängt wegen dem Futter. Ja, und nicht vergessen, auch Pausen sind Belohnung. Ruhe und Pausen ist eigentlich mitunter die wichtigste Belohnung für eine Ziege. Deshalb immer, wenn sie was gut gemacht hat, durchatmen, Pause machen, in Ruhe lassen. Die Pause beruhigt mich und so beruhigt sie auch Benz, weil er eine sehr nervöse Ziege ist und meine Ruhe extrem spiegelt. Das Wichtigste beim Führen von Ziegen ist, dass du dir bewusst bist, wie dein persönlicher Raum aussieht. Der persönliche Raum ist wie eine Blase, wie ein Kreis rund um dich herum und der gehört dir. Wenn also die Ziege in deinen Kreis hereinkommt, darfst du deinen Platz wieder einfordern und sagen, nein, bitte nicht, das ist mein Raum. Wichtig ist, dass du deinen Weg bestimmt gehst und die Ziege stets deinen Raum respektiert. Du musst also nicht vor ihr weichen, sondern sie vor dir. Kommt die Ziege in meinen Raum wie hier, gehe ich zwar kurz einen Schritt zurück, aber bleibe dann wieder in meinem Raum. Also ich verlasse meinen Raum nicht, die Ziege muss sich da anpassen. Am einfachsten kannst du eine Ziege führen, indem du einfach deinen Arm ein bisschen von dir wegstreckst und so schon mit deiner ganzen Körpersprache deinen Raum frei hältst. Die ersten Grundkommandos zum Führen sind Loslaufen und Anhalten. So simpel das auch klingt. Das ist ganz schön schwierig, wie man hier bei Benz sieht. Loslaufen, die Einladung zum Losgehen, die versteht er schon ganz gut. Anhalten fällt ihm immer noch sehr schwer. Also übe ich das. Ich laufe immer wieder los und halte dann an, indem ich ihn vorne mit der zweiten Hand wie eine optische Begrenzung mache und kurz am Seil ein bisschen ziehe. Zum Losgehen sage ich zum Beispiel Schritt oder Komm oder Lauf und gehe los und lade ihn sozusagen ein, loszugehen. Für mich ist es immer wie eine Einladung und nicht wie ein Befehl. So funktioniert es für mich viel besser. Auch sehr wichtig ist das Rückwärtsgehen. Damit kann man auch jederzeit seinen persönlichen Raum wieder einfordern. Ich mache das hier vor allem mit Körpersprache. Und wenn Elvis gerade keine Zeit hat, rückwärts zu gehen, dann warte ich einfach ab und gebe das Zeichen weiter. Und belohne dann, sobald er es macht. Weichen von Vorder- und Hinterhand ist auch etwas sehr Wichtiges, was eine Ziege können sollte, weil sie dadurch lernt, den persönlichen Raum zu respektieren und dich nicht zu bedrängen. Damit die Ziege mit der Hinterhand weicht, gehe ich im Halbkreis auf die Hinterhand zu und mache so mit meinem Körper Druck auf die Hinterhand. Sobald die Ziege weicht, lasse ich den Druck weg und belohne sie. Dasselbe kann man auch mit der Schulter üben. Weichen in der Schulter ist sehr, sehr wichtig, damit die Ziege dich nicht bedrängt. Auch hier frage ich mit meiner Körpersprache ein Weichen in der Schulter an. Sobald die Ziege auch schon nur einen Schritt in die richtige Richtung macht, belohne ich sie und beende die Übung. Daraus kann später dann auch ein Longieren auf Distanz werden. Das ist super auch, damit die Ziegen lernen, den persönlichen Raum zu respektieren. Außerdem ist es auch eine super gymnastizierende Übung für sie und sie lernen ihren Körper ein bisschen flexibler einzusetzen.
Elvis macht das hier schon sehr gut. Er kann auch noch immer nicht ganz die Distanz einhalten und kommt dann immer wieder ein bisschen in meinen Kreis. Aber im Allgemeinen ist er hier schon ziemlich schön entspannt und reagiert schön auf meine Körpersprache. Auch das Anhalten auf Distanz klappt und sobald er dann wieder in meinen Kreis reinkommt, schicke ich ihn einfach ein paar Schritte zurück, bevor er seine Belohnung bekommt. Sobald du die Grundkommandos wie halten, losgehen, rückwärts und weichen auf der Weide geübt hast, solltest du das auch im Gelände üben, und zwar sowohl mit der Herde als auch alleine. Gerade das alleine von der Herde weggehen ist für eine Ziege etwas sehr Schwieriges. Und es kann gut sein, dass Sachen, die zu Hause auf der Weide gut funktionieren, plötzlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Deshalb baue solche Übungen spielerisch auch in Spaziergänge ein. Übe mal das Halten, übe mal das Losgehen, übe mal rückwärts richten. Nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Bleib aber dabei immer spielerisch und nimm es nicht zu tierisch ernst. Das Wichtigste ist, dass du den Spaß daran nicht verlierst, denn das überträgt sich sofort auf deine Ziege. Ich mache solche Einheiten eigentlich immer ganz kurz und nur so lange, wie ich merke, dass die Konzentration von den Ziegen bei mir ist. Sobald ich merke, dass es langsam nicht mehr der Fall ist, versuche ich die Einheit positiv zu beenden, lasse sie fressen und belohne sie dann und mache etwas anderes. So sind dann alle entspannt und wir haben alle ein gutes Erlebnis zusammen gehabt. Wenn etwas nicht klappt, deine Ziege dich ignoriert, dich bedrängt, nicht zuhört, an der Leine reißt, dann überleg dir immer zuerst, warum kann sie im Moment sich nicht auf mich konzentrieren? Denn in den allermeisten Fällen hat es einen Grund und es ist nicht, weil die Ziege irgendwie keine Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du dir diesen Faktoren bewusst bist, kannst du sie entweder eliminieren oder du kannst das Training entsprechend anpassen. Konzentriere dich darauf, etwas von deinen Ziegen zu verlangen, was sie zu leisten imstande sind in diesem Moment, und verlange nicht von ihnen etwas, was sie nicht in diesem Moment leisten können. Das ist das beste Rezept für eine funktionierende Partnerschaft. Was kann ich tun, wenn meine Ziege mich bedrängt? Chico ist ein super Beispiel. Er nimmt es nicht so genau mit dem persönlichen Raum und er bedrängt einen ganz gerne. Am wichtigsten ist hier, wie schon gesagt, dass die Ziege lernt, in der Schulter zu weichen. Denn so kann ich sie dann, wenn sie neben mir läuft, immer mal wieder fragen, in der Schulter ein bisschen zu weichen und von mir wegzugehen. Wenn sie das nicht kennt und vorher nie gelernt hat, wird sie auf solche Aufforderungen nicht reagieren und auch nicht wissen, was du von ihr willst. Wenn sie das Weichen in der Schulter aber gelernt hat, verknüpft sie das mit etwas Positivem und wird je nachdem schon auf einen Fingerzeig von dir wegweichen. So wird das Bitte verlasse meinen Raum nicht zu einer Strafe, sondern zu einer interessanten Aufgabe. Gerade bei sehr selbstbewussten Ziegen wie Chico ist es wichtig, dass er eine solche Aufforderung nicht als Strafe auffasst. Denn sobald er Druck bekommt, reagiert er mit Gegendruck. Und da habe ich nicht mehr so viel zu melden bei 80 Kilo. Deshalb achte ich gerade bei ihm sehr darauf, dass er mit Distanz zu mir läuft. Und wenn er in meinen Raum hineinkommt, wie hier, frage ich ihn, diesen wieder zu verlassen und gehe dann wieder weiter. Natürlich sage ich ihm dann auch immer, wie toll er ist, damit ist die Welt für ihn dann meistens wieder in Ordnung. Was kann ich tun, wenn meine Ziege nicht laufen will? Auch hier ganz wichtig,
Auf Druck kommt Gegendruck. Das heißt, wenn du an dem Seil deiner Ziege ziehst, wird sie nur dagegen ziehen. Deshalb immer zupfen, nicht ziehen. Oder man kann sogar nur leicht vibrieren an Seil. Ziegen spüren das und können darauf reagieren, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, werden sie auch auf ein Ziehen nicht reagieren, im Gegenteil, eben nur dagegen ziehen. Versuche deine Ziege mit deiner Körpersprache zu führen und nicht mit Zug am Halfter. Verändere deine Position, in der du stehst und guck, ob sie dann vielleicht schon kommt. Wenn das nichts nützt, probier es mal mit Futterlob. Das bringt die Ziege meistens aus dem Widerstand ins Interesse. Und dann gibt es noch einen Geheimtipp. Wenn die Ziege gar nicht laufen will, probiere es mal mit einer Ausziehleine für Hunde. Das kann Wunder wirken. Gerade auch wenn du mehrere Ziegen führst und eine einfach nicht laufen will, dann probiere es mit deiner Ausziehleine. So kannst du ein ganzes Stück weiterlaufen und die Ziege hat Zeit, sich zu überlegen, ob sie wirklich zurückbleiben will oder ob sie nicht doch lieber mitkommen möchte. Überzeuge deine Ziege mit Cleverness und deiner Führungskraft, nicht mit deiner Körperstärke. Was kann ich tun, wenn meine Ziege nervös ist, mich anspringt oder ständig überholt? Bei sehr nervösen Ziegen wie Benz ist es wichtig, dass du ganz viel Ruhe ausstrahlst und ganz viele Pausen machst. Für Benz ist immer alles sofort zu viel. Er möchte zwar gerne mitmachen, aber meistens weiß er nicht, wohin mit all seiner Energie und mit all seinem Eifer. Deshalb denke ich mir immer kleine Aufgaben für ihn aus, von denen ich weiß, dass er sie schaffen kann und bei denen ich ihn dann belohnen kann. Auch wenn er von außen gesehen eigentlich nicht viel geleistet hat, kann ich ihm so trotzdem das Gefühl geben, der Größte zu sein, und so macht es für ihn immer Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten. Was bei ihm zum Beispiel nicht genützt hat, war ihn bei einem Spaziergang immer am Kopf zu bremsen. Sobald ich ihn am Seil gebremst habe, ist er nur noch nervöser geworden und wollte mich noch mehr überholen. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass es hilft, wenn ich ihn belohne, anstatt zu bremsen. Also immer wenn er bei mir blieb, habe ich ihn belohnt. Anstatt ihm zu verbieten, schneller zu laufen, habe ich ihn dafür belohnt mit Futter, wenn er bei mir blieb. Und so hat er schon nach 2-3 Spaziergängen verstanden, worum es geht. Ich hoffe, dass dir dieses Video dabei hilft, ein paar Probleme mit deinen Ziegen zu lösen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare und ich nehme sie auch sehr gerne als Inspiration für weitere Videos auf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mich weiterhin als Patreon begleitest und natürlich auch, wenn du davon deinen Ziegenfreunden erzählst. Ich bin sehr motiviert, noch mehr solche Inhalte zu machen und mit euch zu teilen. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!